Folge 7, da sind wir wieder zurück. Einen wunderschönen guten Tag, egal zu welcher Tageszeit ihr uns jetzt gerade hört. Wir sind wieder zurück. Und wir haben eine neue Folge im Gepäck. Ja, und es geht um das Thema Fetisch, natürlich. Sowas aber auch. Fetisch im Real Life. Also, wie sieht das eigentlich im Alltag aus? Wie sieht das mit Freundschaften aus? Wie sieht es mit dem Arbeitsumfeld aus? Eventuell wurde einer von uns auch schon mal enttarnt mit Fetisch im Real Life. Und es sind unangenehme Momente entstanden, die aber im Nachgang doch gar nicht so unangenehm waren. Wie gehen wir damit um? Wie geht ihr damit um? All das in dieser Folge. Ich glaube, viele schöne Geschichten, glaube ich, von uns. Zum Schmunzeln. Ich bin sehr gespannt. Das wird schön, das wird aufregend. Es wird wie immer unterhaltsam, hoffen wir doch. Es gibt natürlich was zu trinken. Und in diesem Sinne würde ich sagen, starten wir doch einfach. Ne? Schwarz und eng. Der schwule Fetisch-Podcast. Mit euren Hosts Markus und Alex. Tada! Da sind wir wieder zurück. Ja, herzlich willkommen. Und das war's auch schon. Du hast gesagt, ich soll starten. Okay, nein, jetzt machen wir es mal ganz seriös. Herzlich willkommen natürlich hier zu unserem Podcast Schwarz und eng. Wir sind jetzt mittlerweile bei Folge, keine Ahnung. 7, glaube ich. 7, könnte sein. Ja, herzlich willkommen, ihr habt eingeschaltet. Ihr könnt uns wie immer hören und auch sehen auf den Plattformen, wo das geht. YouTube und Spotify, da sind wir mit Video, auf allen anderen mit Audio. Schön. Es ist langsam draußen kalt. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Deswegen sitzen wir auch heute nicht in Rubber hier übrigens. Uns ist kalt gewesen. Ne? Wir mussten hier diese Halle erstmal einheizen. Es sieht zwar hier sehr gemütlich aus auf diesem Bild, wenn ihr eingeschaltet habt, aber es ist eigentlich eine sehr, sehr große und auch wirklich eigentlich mit hellem Licht sehr ungemütliche Halle. Und es wurde sich beschwert, ob das denn nur ein Rubber-Podcast ist. Gut, das heißt Schwarz und eng, daher kam die Idee so ein bisschen, aber... Wie ihr seht, wir können auch noch andere Klamotten. Wir können auch anderes. Ich habe heute einfach in den Kleiderschrank reingegriffen und zufälligerweise passte es bei uns beiden dann. Da sind wir jetzt also auf jeden Fall wieder zurück. Und wir haben heute auch ein schönes Thema mitgebracht. Nämlich Arbeitstitel ist Fetisch und Real Life. Ich weiß gar nicht, meistens überlegen wir uns den Folgentitel, so wie er online steht, immer erst nachdem wir sie fertig aufgezeichnet haben. Jetzt ist es zu spät. Fetisch und Real Life. Ja, wobei, es wäre auch witzig, wenn sie jetzt einfach am Ende ganz anders heißt. Real Life und Fetisch. Also ihr werdet hinterher wissen, also ihr seid schlauer als wir zu diesem Zeitpunkt, ihr werdet wissen, wie die Folge richtig heißt. Es dreht sich auf jeden Fall darum, was macht Fetisch im echten Leben da draußen? Ist Fetisch etwas, was nur, ich sag mal, in der Subkultur stattfindet, oder kann man das Ganze auch irgendwie in den Alltag reinbringen? Und wenn ja, wo ist das schon mal passiert? Wurde man schon mal enttarnt von Menschen, die einen kennen, die vielleicht nicht wissen sollten, was man so hinter verschlossenen Türen macht? All das wollen wir heute klären in dieser Folge. Und ich glaube, da gibt es auch einige Geschichten zu erzählen. Ja. Also ich habe da ein paar, die mir so spontan eingefallen sind im Voraus. Ja. Ich habe da auch so ein paar, betrifft auch dann diesen Podcast, der vielleicht doch ein bisschen eventuell Menschen erreicht hat, wo ich dachte, ach nö, da wollte ich das eigentlich gar nicht, aber mein Gott, so ist das Internet, kann man nichts gegen machen. Wer hat es denn schon alles mitbekommen bei dir? Ja, gut, ja, guck mal, starten wir gleich damit. Starten wir doch einfach gleich. Tatsächlich, also wir sitzen ja hier bei uns in der Firma, also bei meinem Arbeitgeber. Wir sind eine Firma für Veranstaltungstechnik, so viel kann man ja sagen. Wie unerwartet bei der ganzen Technik, die hier rumsteht für unsere Produktion. Ja, man geht immer einfach ins Lager rein und nimmt sich Dinge raus und bringt sie im besten Fall auch wieder danach zurück. Und irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie das kam. Es war jetzt auch vor ein paar Wochen, also als es noch schön draußen war, und wir saßen grillend bei uns im Garten und es waren ein paar Kollegen nach Feierabend einfach dort und dann ging es darum, was ich denn gerade irgendwie noch für Nebenbei-Projekte oder so mache. Und meinte ich, naja, ich habe da eventuell so einen Podcast. Und dann guckte mich ein Kollege an und ich wusste ganz genau, dass der unserem Instagram-Profil folgt. Der folgt dem Podcast-Account. Ja, schöne Grüße. Ja, und ich hatte das irgendwie schon gesehen und dachte so, darf ich jetzt gar nicht sagen, fuck, doch. Ach, wir sind explizit. Sag es. Dann dachte ich einfach so, fuck. Und er folgte diesem Account und dann halt, wie gesagt, waren wir eine Woche später so halt bei uns zu Hause zum Grillen und dann war es so, ja, ich habe da so einen Podcast und dann guckte er mich halt schon so an, ich guckte ihn an und er so, was ist denn das für ein Podcast? Er hat dann auch noch gestichelt. Ja, und es saßen einfach mal 10 andere Arbeitskollegen dort und ich so, naja, es ist ein Podcast, wo viel, also der zu 100% von einer Zielgruppe für eine Zielgruppe ist. Schön umschrieben. Es geht ums Kochen. Ja, genau. Ja, nee. Und dann habe ich halt erzählt und das war ganz spannend. Ich habe eine Mischung aus ganz verwirrten Blicken geerntet und einige, die einfach so meinten,
boah, krass, und ihr setzt euch einfach hin, das hören sich Menschen an. Und ich so, ja, und Leute schreiben uns auch, dass sie es richtig cool finden und so. Und dann merkten so die Kollegen, nee, es ist eigentlich ja ein voll cooles Produkt. Ich weiß jetzt nicht, wer von denen reingehört hat. Ich will es auch eigentlich gar nicht wissen. Aber es ist erstmal nicht schlimm. Also wenn jemand für sich feststellt, dass es am Ende auch einem nicht gefällt oder man keine Schnittmengen mit den Themen hat, um Gottes Willen. Also es haben jetzt auch schon ein paar Leute aus meinem Arbeitsumfeld den angehört auch. Ach echt? Und die meinten auch, also es ist jetzt nicht so das Thema für die, aber irgendwie ist es einfach interessant, auch mal den Einblick in diese Welt zu haben, weil den kriegt man sonst nicht. Das ist ja, deswegen wollten wir die Folge auch machen, weil es einfach so eine, ich sag mal, Subkultur ist, definitiv, die man in der normalen Welt halt nicht mitbekommt. Außer man hat jetzt ein paar so Leute wie mich und dich, die da so offen mit umgehen, aber das ist ein Bruchteil. Wo du gerade sagst, übrigens, Arbeitsumfeld ist mir dann auch noch gerade, wo du es gerade erzählst, eingefallen. Ich habe mir auch keine großen Gedanken gemacht. Wir wollten mal schauen, was wird. Was wird? Um den auch in dieser Folge zu platzieren. Wir haben einen Trucker, der fährt tatsächlich einfach bei uns LKWs ganz, ganz viel und das ist wirklich eine herzensgute Seele. Der arbeitet ja schon seit unzähligen Jahren in dieser Firma. Und der hat irgendwie auch von diesem Podcast mitbekommen. Nein! Und er hat das wirklich gehört während der Fahrt und er hat mir danach nur gesagt, er findet dein Dialekt ganz süß. Oh, wie toll. Du glaubst gar nicht, wie oft ich das schon gehört habe mittlerweile. Das finden alle ganz toll, außer mir. Ja, fand er auf jeden Fall sehr, sehr süß. Und der hat auch angefangen, Fragen zu stellen und ich dachte so, Annik, lass das mal bei einer Flasche Rotwein irgendwann besprechen. Apropos Rotwein. Ich hab Durst. Ich habe heute auch noch gar nichts getrunken. Also doch, ich habe schon Wasser, aber ich habe noch nichts. Also, ja. Cheers, ne? Auf Folge 7. Vielleicht trinken wir mal wieder Sekt. Schmeckt schon wieder. Herrlich. Ja, guck mal, so sind wir schon reingestolpert in diese Folge. Die übrigens ausnahmsweise mal wieder keinen roten Faden hat. Ja, wahrscheinlich, weil wir uns darauf geeinigt haben, dass wir einfach authentisch, wo wir thematisch drüber fliegen, bei dem Thema was erzählen wollen, weil ich glaube, das hilft am Ende auch vielen im Alltag damit umzugehen. Der Alltag hat auch keinen roten Faden. So. Und deswegen erzählen wir jetzt einfach so ein bisschen Geschichten aus dem Paulanergarten, was uns dazu im Leben passiert ist. Du wirst langsam immer schlimmer. Also es färbt, glaube ich, von mir auch ab. Also, ja. Ja, ich lerne von dir. Siehst du mal, endlich mal, was ich auch lernen kann hier. Ja. Nachher mache ich das Radio und schmeiß dich hier beim Radio raus. So, ja. Ach, das Radio, die sollen sich neue suchen. Die zahlen auch gar nicht so gut. Habe ich das gerade laut gesagt? Nein. Geht nicht zum Radio, Kinder. Es geht aber nicht als Hobby zum kann man das ja machen. Jetzt hier übrigens ARD hat ja auch ganz viele Rundfunkformate gestrichen. Komplett offside. Aber GEZ, da sterben Programme weg. Wollte ich nur gesagt haben. So, jetzt. Okay, back to back. Jetzt sind wir ganz weit vom roten Faden weggekommen. Du hast gesagt, wir haben keinen roten Faden, also kann man auch mal sowas hier einstreuen. Um mal die Dann Presse grätsch ich jetzt aber hier wieder auf die Arbeit mal rein jetzt. Ja. Ich hatte ja gesagt, dass eine Arbeitskollegin von mir den Podcast auch schon gehört hat. Sehr, sehr geile Story. Ich hatte ihr davon erzählt, weil ich irgendwie ein bisschen stolz war, auch im Nachgang. Und hallo Stella. Und dann habe ich ihr erzählt davon und sie so, das klingt ja voll cool. Und sie wusste aber auch schon, dass ich ein kinky Instagram habe und sowas. Und auch ich habe immer wieder so ein bisschen erzählt von irgendwelchen Partys und sowas. Und dann kam sie irgendwann einen Tag später so um die Ecke und meinte so, darf ich den denn mal anhören? Also fand ich total süß. Ja. Weil ihr halt wichtig war, dass sie mich vorher fragt, ob es okay ist für mich. Weil im Zweifel sie nicht wusste, was da erzählt wird. Ja. Das war auf einem Freitagabend. Ich bin dann in den Zug zum Bahnhof gegangen und eine halbe Stunde später oder so schreibt sie mir, was für eine coole Folge. Und ich dachte mir so, die erste Folge hat irgendwie 50 Minuten gehabt. Das kann nicht sein. Ich so, sag mal, du hast sie schon vorher angehört und hast jetzt im Nachgang einfach nur um Erlaubnis gefragt. Und sie so, fuck, du kennst mich zu gut. Herrlich. Ja. Aber sie mag es tatsächlich. Also hat gar nichts mit der Welt zu tun, aber da ist halt einfach diese Neugier da, die ich ganz oft in meinem persönlichen Umfeld jetzt schon wahrgenommen habe. Und das ist halt erstmal toll. Genau, es kommen ja auch einfach diese Fragen, also wahrscheinlich geht euch das genauso, also ich finde generell immer dieses Ding, es muss gar nicht fetisch sein, aber wenn man erzählt, dass man schwul ist, also dieses klassische Outing-Phänomen und genauso wird das jetzt, glaube ich, auch auf Fetisch übertragen, wie oft man Fragen bekommt, auch meistens so von diesen stereotypischen heterosexuellen Männern mit, wenn man mal so alleine ist, sag mal, wie ist denn das eigentlich? Dieses Interesse, was auch, ich sag mal, ganz normal am Schwulsein jetzt mal bei mir irgendwie auch kam. Ich glaube, das ist beim Fetisch einfach genau dasselbe, nur halt auf einer ganz anderen Ebene. Das ist wie ein zweites Outing, finde ich sogar. Also, das ist auch wahr. Ja. Also ich finde schon, also eigentlich sollte man sich dafür nicht rechtfertigen müssen oder outen oder was auch immer, aber für mich war so ein bisschen das Feeling jetzt in den vielen Jahren, wo ich damit zu tun habe, sich als schwul zu outen, ist das eine, das ist größtenteils Gott sei Dank mittlerweile gesellschaftlich voll in Ordnung.
Aber dann, wenn plötzlich im engeren Freundeskreis diese Themen hochploppen, ich habe da lange Scheu davor gehabt und ich glaube, das haben ganz viele von euch auch, damit offen umzugehen. Also es ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, offen damit umzugehen, dass man schwul ist und dann aber offen damit umzugehen, zu sagen, ja gut, aber da sind ja noch ein paar andere Sachen. Man muss aber auch nicht jedem erzählen davon, also um Gottes Willen. Also das ist jetzt nichts, was man irgendwo draußen eine Fahne hinhängen muss, aber ich finde, wenn es Thema wird, ich zum Beispiel mittlerweile mache, Podcast und Instagram, ich mache da keinen Hehl mehr draus, habe damit aber auch gute Erfahrungen, also da kann ich gleich noch das eine oder andere erzählen auf jeden Fall zu, aber es lebt sich besser so. Ja, tatsächlich hatte ich ein bisschen Bauchschmerzen, also dass wir natürlich hier bei uns in der Firma sitzen und produzieren, wir schließen uns hier am Wochenende mal ein, wo wenig los ist, aber es war halt so, dass wir mal wann war denn das? Einem Jahr, 2 Jahre muss das, 2 Jahre, hatten wir hier mal einen Kollegen, der auch aus unserer Szene quasi ist und der hat auch ein Kinky-Profil und das haben irgendwelche Kollegen irgendwie hier halt gesehen und dann ging das auf einmal schnell wie so ein Lauffeuer rum, guck mal. Ist immer so, wenn jemand was weiß. Und da dachte ich dann so, boah, wenn ich das jetzt mache, wie kommt denn das an? Komischerweise bei mir kommt das mega gut an. Ich weiß nicht warum. Der Unterschied ist, und ich kenne deinen ehemaligen Kollegen nicht, aber ich habe die Erfahrung gemacht, das hätte ich auch tatsächlich noch was zu erzählen wollen, es liegt ganz stark am Selbstbewusstsein. Wie du wie du selber nach außen auftrittst und wie sicher du mit dir bist und mit deinem Fetisch, dann kann dir nämlich einfach keiner was ab. Wenn die bei mir in der Firma sich das Maul zerreißen würden, dass ich Rapper trage, dann würde ich halt so denken, ja, mein Gott, mach doch. Also da ist ein Instagram-Profil, schön für euch, da sind schöne Bilder, ich sehe gut aus damit, ich weiß. Genau, und es gefällt halt auch ganz vielen Menschen, also das ist ja auch der nächste Punkt, ja. Also ich finde, also bei mir war der Changer halt das Selbstbewusstsein, am Ende es selber zu akzeptieren und dann, umso mehr ich damit in die Öffentlichkeit ging, umso sicherer wurde ich damit irgendwie, weil außer, dass sich mal jemand das Maul zerreißt, war halt nichts dabei. Und die Leute, die sich darüber das Maul zerreißen, die tun mir leid, weil sie nichts Besseres in ihrem Leben zu tun haben. Das war tatsächlich bei mir, wie gesagt, kein roter Faden, ich hake da direkt rein. Noch haben wir einen. Ich finde, wir sind auch gut dabei. Ich bin ja auch Vorsitzender hier bei uns in Buchholz in der Nordheide, wo ich wohne, lebe, arbeite, von einer Unternehmergruppe. Es sind einfach immer Unternehmer, so, ich bin mit einer der Jüngsten dort und dann gibt es halt welche bis, keine Ahnung, der Älteste, 60, 65, selbstständige Menschen, Unternehmer durch und durch, irgendwie sind wir knapp 40 Leute, treffen sich wöchentlich und wie gesagt, ich bin der Vorsitzende, das heißt, ich leite dann diese Runden und da erzählt man sich halt wöchentlich immer so Dinge und da hat eine Anwältin hier aus der Region letztens von einem Fall erzählt, wo sie meinte, auch um sowas kümmert sie sich, dass jemand bei ihr war und sich über die Nachbarn beschwert hat. Weil die Nachbarn sind anscheinend immer mit Hundemaske im Gummikostüm im Garten. Und ich musste mich hart zusammenreißen, dass mir nicht das Gesicht entgleitet, weil ich dachte, okay, witzige Geschichte. Und erzählte sie davon, dass sie ja gar nicht wusste, wie sie mit so einem Rechtsfall jetzt umgehen soll. Ja völlig wild. Weil theoretisch darf man ja in seinem Garten machen, was man möchte. Genau. Und ich merkte dann, wie einfach 2 Leute ihr Handy zückten, auf mein Instagram-Profil gegangen sind und dem neben sich auf meinem privaten Profil, also mein ganz normales Nicht-Fetisch-Profil, Fotos gezeigt haben von meinem Rubberbild aus Berlin. Das eine Bild, und das so weiter zeigten. Und ich habe das halt, ich bekomme sowas einfach mit, habe das dann gesehen. Dumm. Und dann haben die gesehen, wie ich das gesehen habe und dann guckten die mich an, war einfach nur so ein mega geil. Und ich dachte so, okay, jetzt habe ich jegliche, also was habe ich eigentlich gerade verloren für... Nichts hast du verloren, Respekt hast du dir erkauft, glaube ich, bei denen zumindest. Ja. Und es gibt aber auch genug Menschen, die dann keinen Respekt davor haben, aber die werden dich auch niemals darauf ansprechen. Ja. Die werden im Hintergrund sich das Maul zerreißen. Ja, einer fragte mich übrigens aus der Runde auch, das war halt nach dem Wochenende, als ich in Berlin war und es gepostet habe, fragte mich nur, wie denn der Marathon war. Und dann war einfach so Stille und ich so, welcher Marathon? Hey, du warst doch in Berlin. Eine Woche war Marathon, stimmt. Und an ich Sonntag. Ja, ich war in Berlin. Ja, du hast ja auch ein Foto gepostet von deinem Laufoutfit. Und da waren dann auch 2 andere Unternehmer dabei, die völlig gelacht haben. Und ich so, ja, ich war beim Laufen, beim Marathon, passt schon, bin einfach nur weggegangen. Der passionierte Sportler großartig. Alex. Ich dachte auch so, guck mich doch mal an. Also ich könnte über 5 Kilometer Triathlon laufen. bist du gelaufen an dem Sonntag. Ja, genau. Nee, deswegen, das fiel mir dann nochmal dazu ein. Aber auch da, wie du schon sagst, ist es eine Sache des Selbstbewusstseins. Das finde ich eigentlich ganz treffend. Tatsächlich, also ich glaube, wir haben beide noch den großen Vorteil, dass wir halt im städtischen Leben, das hatten wir ja schon mal das Thema, am Land ist es, glaube ich, schon nochmal eine Spur schwieriger. Ja. Also wenn ich jetzt da noch überlege, ich würde bei meinen Eltern noch wohnen am Land, irgendwo unterhalb von Nürnberg und würde da im Garten in Gummi rumlaufen, ohne Sichtschutz. Ich glaube schon, dass das den einen oder anderen Nachbarn sehr entzürnen würde. Ja. Aber am Ende des Tages ist es dein Garten.
Also gut, wäre mal spannend für die Zukunft, dass du mal erfragst, wie das ausging in den Unternehmerrunden. Ne? Ich würde gerne das Urteil irgendwann mal gerne wissen dazu. Ja. Claire, wir werden doch immer noch eine Rechtsberatung hier. Darf ich in Hundemaske in meinem eigenen Garten rumlaufen und die Nachbarn zur Weißglut treiben? Nächste Folge mehr. Bleiben Sie dran bei Richterin Barbara Salesch. Nein, also das, ich kann aber nochmal von der Arbeitskollegin erzählen, fällt mir gerade ein. Aber jetzt verlassen wir den roten Faden, egal, aber die fällt mir gerade nochmal ein. Da hatte ich noch eine noch viel lustigere Situation mit ihr. So kamen wir nämlich überhaupt auf das Fetischthema, dass sie wusste, dass ich ein Kinky-Insta habe. Ich hatte lange Zeit von ihr nur die Handynummer, wir waren halt haben immer über Privates geredet, aber halt nie über diesen Fetischteil, weil den erzähle ich halt nicht einfach so mal eben, nur wenn es halt wirklich Interesse da ist oder halt das zur Sprache kommt. Auf jeden Fall hatte ich eigentlich schon ihre Handynummer und irgendwann hatte sie mal in die WhatsApp-Story einen Link auf ihr Instagram-Profil gepostet. Und da habe ich ja drauf geklickt und dann habe ich mit ihrem WhatsApp geschrieben, ob ich ihr dann bei Instagram folgen dürfte, weil ich finde, unter Arbeitskollegen kann man das schon nochmal fragen, wenn man den privaten Account dann folgt. Ich klicke auf Folgen, nichts dabei gedacht, dann war viel auf Arbeit los. Dein Blick, alle für auf YouTube. Naja, auf jeden Fall eine halbe Stunde später laufe ich bei ihrem Arbeitsplatz vorbei und dann haben wir uns irgendwie noch mal kurz über das Instagram-Thema unterhalten. Sie sagt zu mir, Alter, das ist ja heftig, du bist ja voll Fame, du hast ja voll viele Follower. Ich ahne Böses. In dem Moment ist mir alles im Gesicht zusammengebrochen. Ich glaube, ich bin hochrot angelaufen. Ich bin ganz still geworden. Ich so, das war jetzt der falsche Account. Es tut mir jetzt wahnsinnig leid, ich muss dich jetzt leider blockieren, weil die Mischung finde ich jetzt ganz weird. Ja. Ich wäre fast gestorben. Ich habe sie dann blockiert. Wirklich? Ja. An dem Moment war ich noch nicht bereit. Das war lange vor dem Podcast. Aber mittlerweile? Ist sie wieder Ich habe sie noch nicht entblockiert, aber ich würde es machen. Sie müsste nochmal fragen. Ja. Aber tatsächlich, da war ich noch nicht bereit, auch wenn es ein öffentlicher Account ist, aber man stolpert ja trotzdem nicht einfach drüber im normalen Leben, außer irgendwie Instagram schlägt mal wieder ganz wild irgendwas vor. Aber zu dem Moment war es mir einfach nicht unangenehm, aber es war einfach unpassend, das so breit in die Arbeitswelt reinzutragen. Genau, da habe ich sie dann mit dem normalen Account nochmal hinzugefügt und dann haben wir danach ab da war aber der Punkt, wo das Eis gebrochen war, weil ich es so cool fand. Und dann haben wir regelmäßig über irgendwelche Partys gesprochen, wo ich war, CSDs jetzt, blub blub, den Podcast. Auf jeden Fall. Ich wäre damals fast im Boden versunken. Das ist mir aber tatsächlich auch schon ein paar Mal passiert. Also auch umgekehrt mal mit normalen Sachen, dass ich mit irgendwie unseren Firmenprofilen, weil ich mache bei uns auch das Social Media, dass ich dann irgendwie durchscrolle und natürlich, Instagram ist ja nicht blöd und weiß, dass es ein Handy ist, welches auf der einen Seite irgendwie Gummiprofilen folgt und auf der anderen Seite seriöse Arbeitswelt macht. Wie oft mir jetzt schon auf unseren beruflichen Plattformen, wenn ich da auf die Lupe gehe und mir gucke, was mir vorgeschlagen wird, wie oft mir da Fetisch-Content vorgeschlagen wird, wo ich fast als Firma von unserem Haus gefällt mir drüber, denke, okay, jetzt wird es ganz, ganz schwierig. Gefährlich. Ich kontrolliere mittlerweile 3-mal, in welchem Profil ich eingeloggt bin. Also tatsächlich habe ich da eine Lösung für, auch für die mehrere Profile haben und das vielleicht nicht unbedingt alles vermischen wollen. Ich habe am Anfang, als ich meinen Fetisch-Account gemacht habe, bin ich durch meinen privaten Account durchgescrollt, durch die Follower und habe erstmal einen ganzen großen Schwung Menschen blockiert, damit es da keine Vorschläge gibt und keine Verbindung passiert. Und ich habe dann tatsächlich die Accounts gegenseitig auch blockiert. Also alle Accounts, die ich auf dem Handy eingerichtet habe, habe ich gegenseitig blockiert. Ich kann natürlich umschalten, aber ich sehe nichts von denen gegenseitig. Von daher klappt das bisher in den Vorschlägen immer ganz gut bei mir. Auf meinem Privatprofil wirst du mit deinem Kinky-Account immer vorgeschlagen. Ja, siehst du. Ich sollte doch mal folgen. Folg mir doch mal. Können wir mal machen, ja. Kennen wir uns. Wer bist du? Wer bin ich? Wir könnten einen Podcast zusammen machen, wäre doch witzig, oder? Wir haben ja noch eine Anweisung aus der Regie bekommen. Ja. Ist ja gerade was reingeflogen, weil wir gerade beim Thema Arbeitsumfeld waren. Tatsächlich kam da eine ziemlich coole Frage auch dazu, die perfekt passend ist, wenn wir schon bei meiner Arbeit waren. Ich lese dir einfach mal vor. Ja. Wir haben ja immer so ein bisschen, vielleicht an der Stelle kurz, Fragen gesammelt über die Monate und Wochen jetzt, sehr viele. Ja. Wo schickt man die denn mal gerne hin, die Fragen? Per E-Mail zum Beispiel an moin@schwarzundeng.de oder zum Beispiel auf Instagram an schwarzundeng.podcast. Sehr schön, hätten wir das auch mal wieder abgespielt. Werbung Ende. Liebe Grüße an den Follower, der das geschickt hat. Ich lese sie mal so halb vor oder gebe sie wieder. Und
Und zwar hat man das Gefühl, meinte er, dass Kink und Fetisch ganz normal und salonfähig ist bei uns beiden und er seinen Hut zieht dafür. Und die Frage, die er stellen möchte, ist, wie das direkte Umfeld auf den Kink und Fetisch reagiert. Da ich auch im Podcast erzählt habe, dass ich als ITler in einer Bank arbeite, übrigens da steht EDVler, aber das kann ich nicht über mein Herz ergehen lassen. Das kann ich verstehen. Dass das alles sehr formal ist dort, striktes Protokoll und viel Verantwortung. Da hat Kink und Fetisch gar keinen Platz. Wie ich das denn erfahre im Familien- und im Arbeitsumfeld, denn die normale Welt kann oft sich mit der dunklen Seite nicht so wirklich beschäftigen und stempelt Kink und Fetisch als pervers und absurd ab. Die Aussagen stimmen so leider teilweise tatsächlich. Also wenn man mal von der Arbeitsumgebung jetzt ausgeht, da habe ich, wie gesagt, keine Probleme bisher gehabt, weil ich jetzt aber auch das nirgendwo hinhänge, die Fahne. Also ich suche schon immer noch selber am Ende aus, wen ich in meinem Privatleben teilhaben lasse. Das sind bei mir auf Arbeit jetzt auch nur 2 Kolleginnen und Kollegen, die halt wirklich genau wissen, was ich so treibe, die meinen Account kennen, die jetzt den Podcast kennen. Bei einem anderen Kollegen, wenn er direkt nachfragt, mache ich keinen Hehl draus, aber gut, der ist auch woanders im Leben, das ist mein ehemaliger Chef gewesen, jetzt ein Kollege, der ist einfach irgendwie Familienvater und die Leben sind so weit auseinander von uns, da brauche ich nicht erzählen, was ich will, das in Berlin treibe. Ja. So, das macht einfach keinen Sinn. Ja. Aber ansonsten habe ich, auch um wieder auf das Thema Selbstbewusstsein zu kommen, halt die Erfahrung gemacht, umso selbstbewusster ich dastehe und einfach von was ganz plump erzähle, als wäre das Normalste der Welt, umso mehr nimmt das Gegenüber das halt an, als, na gut, ist halt so, macht er halt. Ich tangiere damit ja keinen. So, richtig. Wenn ich jetzt in Gummi durch Berlin renne oder in Hamburg oder auf eine Party in Gummi gehe, dann tangiert das meine Arbeitskollegen nicht. Richtig. So, und ich bin mittlerweile aber auch an dem Punkt, dass wenn da mir wirklich jemand mal gegen den Karren pissen würde, ich da entweder zurückpisse, weil es einfach nicht gerechtfertigt ist, wenn ich dann auf Arbeit also ich renne jetzt nicht nackig auf Arbeit rum oder sowas, weil ich es geil finde. Warum auch? Dann hätte ich ein Problem und das auch zu Recht. Ja. Aber ich würde da auch mittlerweile echt ein Problem haben, da noch zu arbeiten, wenn da jemand ein Problem mit mir hätte. Also dann würde ich mich auch tatsächlich, also entweder ich würde Terz machen und gucken, ob irgendjemand von weiter oben mir beisteht. Wenn das nicht so der Fall ist, dann würde ich im Zweifel auch den Arbeitgeber mittlerweile wechseln, weil ich möchte so akzeptiert werden, wie ich bin. Ja. Und zwar am Ende immer noch selber aussuchen, was ich erzähle, aber trotzdem, wenn das jemand mal rausfindet und damit dumm umgeht, dann habe ich da keinen Bock drauf. Ja. Deswegen auch da ganz wichtig, lasst euch auf gar keinen Fall irgendwie von irgendwem ein schlechtes Gewissen machen oder so. Also wenn ihr an einem Punkt steht, wo ihr unsicher seid, Selbstbewusstsein muss man auch üben, das zu haben. Also definitiv, das kommt nicht von selber. Genau, da muss man einfach dranbleiben. Aber lasst euch auch von negativen Stimmen irgendwie nicht runterziehen. Ich merke das auch immer wieder. Ich bin ein Mensch, ich bin natürlich mit einem sehr starken Selbstbewusstsein vielleicht irgendwie im Leben unterwegs, ja, aber auch ich zweifle ganz, ganz oft an mir selbst und habe auch manchmal so in Alltagsmomenten einfach mal diesen Punkt, wo ich denke, oh, irgendwie gucken dich gerade alle an und ich bin beruflich, wenn ich halt nicht in der Technik bin, ich stehe auf der Bühne. Dich gucken alle an. Genau, und das ist mir theoretisch egal, aber ich habe manchmal weil es so da Arbeit ist wahrscheinlich. Genau, da schalte ich irgendwie immer, aber ich merke, blöd gesagt, wenn ich durch den Supermarkt gehe, also so Kleinigkeiten, mir fällt etwas runter. Das ist für mich unfassbar unangenehm, wo mein Mann dann immer so, was bist du denn für einer? Weil mir ist das total unangenehm, weil ich denke, jetzt gucken mich ja alle an und er so, ja, aber dein Job ist es doch, dass dich alle angucken. Ja, aber jetzt gerade ist es Jetzt bin ich halt gerade privat. Jetzt bin ich privat. Jetzt will ich gar nicht, dass mich jemand anguckt. Und der meinte auch, sagt, selbst mein Mann, der ist wirklich eher der Introvertierte von uns beiden, sagte auch immer, mach doch entspannt, ist doch scheißegal, was die anderen denken. Und dieses Denken muss man sich immer mal wieder selbst irgendwie immer wieder hervorholen und sagen, nein, ich ziehe das durch, was mich gerade glücklich macht. Und wenn mich das glücklich macht, in Gummi rumzulaufen oder wenn mich das glücklich macht, irgendwie geile TNs anzuziehen, dann mache ich das. Egal, ob das jetzt irgendwer anders gut oder schlecht findet. Oder auch da wieder Thema Arbeitsumfeld. Auch ich laufe eigentlich im Büro nahezu immer mit Air Force One rum. Also ich habe mittlerweile zu Hause viel zu viele. Ich shoppe sehr gerne. Ich glaube, du bist schwul und hast Fetische. Ja, das ist leider auch sehr offensichtlich. Und tatsächlich ganz, ganz selten auch mit TNs im Büro. Wieso selten? Schämst du dich dafür? Nee, auch da. Mich hat mal ein Kollege angesprochen, meinte so, was sind das denn für Schuhe? Und ging einfach weiter. Und dieser eine Spruch, der ist bei mir so hängen geblieben, wo ich so dachte, really? Weiß ich nicht. Machen, nicht machen. Ich mach's mittlerweile immer wieder öfter und denke einfach gerade aus Prinzip. Genau, es ist ja scheißegal. Aber genauso wie ich auch eigentlich in Jogginghose nicht rausgehe, weil das ist irgendwie mit drin, wo ich denke so, nee, deine Mutter hat dich irgendwie anders erzogen. Weißt du, das ist so blöd, dass das so drin ist. Und dann, mittlerweile, ich muss mich echt dahin trainieren und sagen, nein, das ist doch alles in Ordnung. Aber auch da Thema TNs. Ich war die letzten Wochen sehr, sehr hart eingespannt auf einer Messe in Hamburg.
Und habe dort für unsere Firma einen großen Messestand gemacht und ganz viel Messebau. Und naja, auf jeden Fall viel Arbeit, wenig Schlaf und viel Alkohol. Klingt nach meinen wilden Nächten in Berlin. So, wollte ich gerade sagen, nur ich krieg dafür Geld. Und du? Und da waren wir auf der Messe unterwegs und da liefen tatsächlich auch Menschen in TNs rum. Aha. Der ist ja auch salonfähig mittlerweile. Den kannst du bei Foot Locker kaufen. Ja, das aber... ist kein Fetischschuh mehr. Also, aber. Ja, genau, du sagst es. Und es ist einfach so, ich bin so Sneaker fixiert mittlerweile. Ich gucke ja, wenn ich durch die Stadt gehe, eigentlich immer von unten nach oben und scanne dann wieder... Shoe Contact before Eye Contact. So, da gibt es einen Meme von tatsächlich. Ja, okay, das ich fange auch bei den Schuhen immer an. Immer. Und wenn die Schuhe geil sind, dann guckt man, wie die Fresse ist. Und wenn die Fresse dann auch noch geil ist, dann wird einmal das Gesamtbild gescannt. Ja, kenn ich. Und manchmal, wenn nur die Schuhe geil sind, guckt man nach oben und denkt so, ich bleib lieber unten. Und auf jeden Fall auf der Messe liefen auch einige mit TNs rum. Das heißt, du liefst die ganze Zeit so rum? Ja, ich kann das mittlerweile richtig, ich kann das ohne groß Kopfbewegung. Ich bin da gut drin. Und dann liefen auch einige in TNs rum. Ich dachte mal so, wenn ich dir jetzt zuzwinker, da geht doch was. Also, weil es ist ja einfach, es ist ein Thema Fetisch in Real Life. Ich finde, da fängt es auch schon an. Da muss man aber aufpassen. Das sagte ich ja gerade, die TNs sind, also gerade wenn wir beim Thema TN bleiben, die sind ja so salonfähig jetzt, weil Foot Locker die ja einfach, ich sag mal, in den Markt wirft mit Anlauf. Inflationär und Nike verkaufen, genau. Du kannst ja gar nicht mehr unterscheiden zwischen normalen Gays, zwischen Heteros, die den Style einfach cool finden. Ich finde, man sieht so viele Typen in der Stadt mit TNs mittlerweile, die sind alle heiß meistens, aber da ist ein Bruchteil davon ist schwul oder fetischlastig. Ja. So, von daher kannst du dir auch ich trag die in der Bank sogar und es interessiert keinen. Also ich finde immer den Blick von einem Vorstand finde ich immer geil. Falls die das mal irgendwann hören, herzlich willkommen. Ich hoffe nie. Das wäre so witzig. Der würde es niemals sagen. Dafür ist das völlig falsche Welt. Aber ich finde es immer ganz lustig. Ich meine, viele kennen ja meine täglichen Stories. Ich bin ja jetzt nicht ganz banktechnisch gekleidet. Ich habe mir das erarbeitet und ich mache es auch einfach mittlerweile, weil ich eben keinen Bock habe auf Anzug und diese scheiß Anzugsschuhe. Auf jeden Fall habe ich mich da immer weiter aus dem Fenster gelehnt und mein klassisches Outfit im Sommer ist jetzt T-Shirt in die Hose gesteckt, so eine Cargo-Hose, die so Jogginghosenstoff fast schon hat und dann halt coole Sneaker dazu. Und da habe ich auch mal irgendwie blaue TNs an oder sowas, wenn es halt zum Outfit passt. Das sieht immer gut aus. Es sieht immer gut aus. Das haben mir ganz viele Kollegen auch bestätigt. Das Geile ist aber der Vorstand bei uns. Manchmal, wenn ich halt dann einfach was Buntes anhabe, also nur die Schuhe sind bunt, der Rest ist monochrom, guckt dann ganz offensichtlich, fängt unten an, scrollt ganz leicht nach oben, guckt mir in die Augen, guten Morgen. Und ich denke mir immer so, und kommt da jetzt noch was? Ja. Nö, da kommt nichts. Und denke ich mir so, gut, dann ist es ja wohl erlaubt. Ja. Der wird schon mal was sagen, wenn sie ihn stört. Und das wollte ich, darauf komme ich gerade, das würde ich halt mit deinen TNs hier genauso machen. Solange keiner sagt, du darfst sie nicht anziehen. Oder dein Chef. Und meinem Chef wäre es so scheißeidgeil. Du hast absolut Narrenfreiheit. Mein Chef hat mir tatsächlich zum CSD noch extra Regenbogensocken geschenkt. Ja, siehst du. Und meinte hier, für dich, also mein Mann arbeitet auch in dieser Firma, deswegen für euch, also wir haben beide Regenbogensocken geschenkt bekommen. Süß. Und da meinte ich ziehe die nur an, wenn wir nächstes Jahr auf dem CSD Hamburg einen eigenen Truck haben. Und dann lachte er und meinte, ja, buch uns da mal ein. Da werde ich mitkommen auf den Truck. Da machen wir einen Podcast-Truck draus. Eventuell könnte da was kommen. Ja, da werde ich aber an den Rubber rumhüpfen. Ja, finde ich super. Ja, machen wir. Ja, guck geil. Mal, Hand drauf. Hand drauf. Scheiße, jetzt haben wir Zeugen, ne? Geil. Mist. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Guck mal, das ist wieder dieses Meme. Das wird uns auch diesen gesamten Podcast verfolgen. Mit ne? Sicherheit. Scheiße. Selbst mein Freund hat jetzt mittlerweile damit angefangen. Der hat ganz lange sich dagegen gewehrt und den Kopf geschüttelt. Jetzt mittlerweile fängt er damit auch an. Mist, was haben wir hier losgetreten? Nee, aber um nochmal zurückzukommen zu den Socken. Ich glaube, das ist das größte Zeichen von Akzeptanz auch von einem Chef oder im Arbeitsumfeld, wenn jemand damit so locker umgeht. Auch da noch eine lustige Story, nicht zum Thema Fetisch, aber zum Thema Umgang schwul. Wir hatten in der Teamrunde, neulich hat irgendwie ein Arbeitskollege davon erzählt, dass sie im Sommer planschen war mit den Kindern und dass sie irgendwie so ein wenn du aufs Wasser diese aufblasbaren Dinge, wo du dich drauflegen kannst, halt Luftmatratze. so Luftmatratzen-Dingern. Aber es war aber ein rosa Einhorn und er sprach das Wort rosa Einhorn aus und das ganze Team aus 10 Köpfen guckt alle mich an. Achso, ich dachte, du hast gequietscht oder so. Nein, sie guckten einfach alle standardmäßig mich an, ich wurde kurz rot und alle haben gelacht. Ja. Und dann war das Thema schon wieder beendet. Ja. Und das ist halt Akzeptanz. Das ist bei uns auch so, also bei anderen Firmen würde man sagen, es ist Mobbing, aber ich bin bei uns zum Beispiel ja auch für Grafik und Design zuständig und ich sag mal, ich bin die Pixelschwuppe. Also das ist einfach so, ich bin die Pixelschwuppe, aber das ist wieder sicheres Auftreten irgendwie. Ne? Flucht nach vorne. Ja.
du nimmst den Leuten damit komplett den Wind aus den Segeln, weil dann kann dich keiner mehr damit verarschen. Und wenn ich auf Firma irgendwie rumrenne und es gibt irgendwo wirklich was, wo sich das anbietet, dann bringe ich den Witz zuerst. Ja, genau. So, hallo, hier die Schwuchtel vom Dienst ist wieder da. Keine Ahnung, dann lachen alle und dann ist das Thema auch schon wieder erledigt. Und wie du sagst, du nimmst den Wind aus den Segeln. Und ich glaube, das ist auch etwas, also wenn ihr das Gefühl habt, und auch da kann man, glaube ich, wieder nur ganz viel nach draußen appellieren, dass ihr irgendwie euch wirklich unsicher fühlt, versucht einfach irgendwie genau diese Situation zu eurem Nutzen zu machen. Also ich glaube, oder anders kann man es gar nicht sagen. Ja, Flucht nach vorne. Genau, Flucht nach vorne. Und damit lernt man aber auch Selbstbewusstsein am Ende. Ja. So ein bisschen damit sicherer umzugehen. Das ist ein langer Prozess, das hat bei mir Jahre gedauert. Ja. Aber jetzt, ich meine, hallo, jetzt sitzen wir hier beide. Ja, genau. Du hattest ja noch viel mehr zu verlieren als ich. Ich war ja schon deutlich weiter. Ich meine, vielleicht kleine, auch da wieder was kleines Nettes am Rande. Als wir die erste Folge hier gedreht haben und dann die ersten Stories gemacht haben, habe ich Alex markiert in der Story und er so, jetzt müsste ich meinen Insta-Kinky ja mal auf Public umschalten. Ne? Also bis zum Tag des ersten Podcasts, das warst du ja noch auf privat gestellt auf Instagram. Und das war tatsächlich komisch. Siehst du? Eventuell habe ich da auch einmal ganz kurz das Profil aufgeräumt, weil ich so dachte, 2, 3 Fotos, nehme ich doch mal lieber raus. Aber kann ich verstehen. Und ich brauche übrigens dringend neue Fotos. Können wir vielleicht heute nochmal 1, 2 Fotos schießen? Ja, komm. Also, das kriegen wir hin. Ich merke einfach, ich mache viel zu wenig Fotos auf meinem privaten Ich bin ja auch immer viel zu Profil. Faul. Ja, aber bei dir sieht es einfach alles gut aus. Du hast viel Content. Ja, aber ich mache trotzdem nie Fotos. Mein letztes Posting ist das von uns beiden zusammen mit Wir haben einen Podcast. Ja, ich habe schon ein paar dazwischen gehabt. Richtig. Merkst du selbst, ne? Die laufen mir immer so zu, die Bilder irgendwie. Ja, mir nicht. Ich muss das aktiv machen. Und ich kann nicht jetzt, bei mir ist er nicht. Du aktiv? Naja, nein. Egal. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal einen Cut und gehen mal aus dem Arbeitsumfeld ins familiäre Umfeld. Denn die Frage von dem Follower ging auch so ein bisschen ins familiäre Umfeld noch. Ich habe da tatsächlich, ich bin eigentlich überall geoutet im familiären Umfeld. Das Fetischthema spare ich da aber meistens aus, weil da schwingt zum Beispiel bei einer Mutti dann schon wieder gleich ganz viele Sorgen mit im Zweifel. Also die weiß auch nicht, was ich so in Berlin treibe. Das sollte die auch gar nicht wissen. Städtetrip, genau. Also die weiß, dass ich da Party machen gehe, aber dann hört es auch schon ziemlich auf. Ja. Die weiß, dass ich eine offene Beziehung führe. Die weiß auch tatsächlich, dass ich in dem Buch, das wir schon oft erwähnt haben, an der Stelle nochmal gerne den Hinweis an dieses tolle Buch von Thomas Tetzner, Spielen am Rand. Da gibt es ein Interview von mir. Das hat die lustige Geschichte dazu zu meiner Mama ist, dass wir damals Bilder rausgesucht haben für das Interview, um das mit abzudrucken. Ja. Und ich musste jeden Urheber der Bilder, der die Bilder geschossen hat, anschreiben und es dokumentieren, dass wir die Bilder veröffentlichen dürfen im Print. Ja. Und ein Bild davon hat meine Mama gemacht. Und dann habe ich sie halt gefragt, ob ich dieses Bild verwenden darf. Natürlich kam die Frage, für was? Naja gut, ich dachte so, entweder lüge ich sie jetzt an oder ich erzähle dir die Wahrheit. Und dann habe ich erzählt, hey, da gibt es ein Buch über das Fetischleben oder wie das halt so die Menschen im Verlauf der letzten 50 Jahre empfunden haben und was sie so erlebt haben. Und ich bin da Teil davon, weil ich gefragt wurde. Und dann große Augen. Und dann hat sie nicht viel gefragt, weil einfach immer gleich mitgeschwungen ist, Frage 1, pass auf, dass du da nichts anfängst, so ungefähr. Gut, verständlich, gut, da gibt es mittlerweile Prep dafür. Und Punkt 2, was denkst du denn, wie die auf Arbeit damit umgehen, wenn sie das finden? Also das ist immer gleich die zweite Frage, was ist denn mit der Arbeit? So, und spannend. Das hatte ich mit ihr schon ganz oft, die Diskussion jetzt. Ich habe ihr nämlich neulich ganz stolz, weil wir Fernsehen geguckt haben und da ging es irgendwie um eine ältere Frau, die halt fiktiven Podcast gemacht hat und keine Follower gefunden hat. Und ich saß die ganze Zeit grinsend neben ihr und denke mir so, erzähl ich sie nicht. Und dann ist irgendwann das Wort, der Podcast geht jetzt voll viral und wie man das am besten halt im Umfeld quasi platziert, dass viele Leute das anhören. Ich so, ja, das haben wir alles hinter uns. Und dann habe ich ihr gesagt, Mutti, ja, ich habe auch einen Podcast, sie macht große Augen. Ja? Und ich so, ja, das geht um das Thema, was wir auch in dem Buch so ein bisschen hatten. Und auch der geht voll viral, der Podcast. Ja. Erste Frage, original. Ja, was ist denn, wenn die das auf der Arbeit entdecken? Oh. Und dann haben wir halt die Diskussion wieder geführt und im Endeffekt habe ich genau das wiedergegeben, was ich dir gerade schon gesagt habe. Wenn die auf Arbeit dann Stress damit hätten, dann hätte ich da keinen Bock mehr zu arbeiten. Man darf aber nicht vergessen, das ist auch noch eine andere Generation. Ja, natürlich. Ja. Völlig legitim. Also sie hat es dann am Ende zur Kenntnis genommen, wie immer. Ja. Ist jetzt auch nicht negativ oder auch nicht positiv, sondern sie hat es zur Kenntnis genommen. Es ist eher mal so dieses, naja, wenn du es mir nicht erzählt hättest, hättest du es mir nicht erzählt. Ja. Aber sie kann damit umgehen. Witzig. Ja, tatsächlich bei mir, meine Eltern wissen das auch mit dem Podcast. Cool. Das war aber schon, also es fing tatsächlich das erste Mal damit an, als meine Eltern
Das war Berlin letztes Jahr. Also jetzt haben wir 2024, 2023. Da war ich ja auch in Gummi in Berlin unterwegs und schickte ein Bild von mir in die Familien-WhatsApp-Gruppe und meinte, Grüße aus Berlin. Und ich halt in Vollgummi. Und die Antwort meiner Mutter war einfach nur, boah, siehst du geil aus. Nein. Mit ganz vielen Ausrufezeichen. Und auch mein Vater schrieb in diese Gruppe, heißester Sohn ever. Nein! Das ist geil. Das war dann auch ein bisschen unangenehm auf der anderen Seite, wo ich dachte, boah Leute, da ihr wird seid mir meine gleich ganz Eltern. warm. Ja. Dachte ich auch so, unangenehm. Aber tatsächlich, komm. das war da das die ist doch Reaktion. das ist doch wirklich die schönste Reaktion, die man sich vorstellen kann. Meine Eltern fanden das mega. Meine Mutter war aber da tatsächlich letztes Jahr noch so, ja, CSD, ich würde mir auch so ein geiles Kostüm kaufen. Für sie war es ein Kostüm. Jetzt wird's unangenehm. Genau, und das war so, wo ich dachte, ja okay, ich habe das letztes Jahr einfach stehen gelassen. Dieses Jahr fragte sie mich wieder, ob ich wieder ein geiles Kostüm habe. Ich so, ja, wahrscheinlich wieder Gummi. Herrlich. Und dann war wieder Berlin, dann kam man wieder und dann, als jetzt unser Podcast begonnen hat, wann war denn das? Das war jetzt ja auch vor ein paar Monaten, Wochen, keine Ahnung, ich habe die jegliche Zeit verloren. Damals vor 7 Folgen. Da saß ich dann auch bei meinen Eltern zu Hause und habe mit denen irgendwie auch wieder nett Wein getrunken irgendwie an so einem Abend und man hat sich unterhalten. Meine Mutter und ich hatten tatsächlich schon vor 1,5 Jahren oder so die Idee, dass wir einen Podcast machen. Also meine Mutter und ich. Aber kein Fetisch-Podcast. Kein Fetisch-Podcast, nein, es soll um das Leben unserer Familie gehen. Weil unsere Familie ist immer sehr unterhaltsam. Wir erleben sehr, sehr viel. Ach, du bist doch nicht unterhaltsam. Sehr, sehr viel Spannendes und auch Lustiges und Skurriles. Eventuell kommt da noch irgendwann was. Nein, wir haben noch keine Folge gemacht, aber meine Mutter und ich wollen immer noch. Ungefähr auch so wie hier. Wir trinken eine Flasche pro Folge und gucken, was bei rauskommt. Also das Format ist dasselbe, der Inhalt ist ein anderer. Scheint zu funktionieren. Und guck mal, ich setze mich jetzt hier auch gemütlich mal hin. Ne? Und auf jeden Fall hatte ich dann meiner Mutter so erzählt, meinte so, ja, als sie fragte, ja, wann machen wir denn eigentlich unseren Podcast, meinte ich, ja, ich habe da ja gerade noch meinen anderen Podcast. Und sie so, welchen Podcast? Und ich so, naja, das ist halt ein Fetisch-Podcast. Und sie einfach so, wie jetzt? Ich so, ja, in meinem Gummi-Outfit sitze ich vor der Kamera und vor dem Mikrofon und erzähle einfach Dinge. Und sie so, okay, und mit wem? Ich so, ja, da gibt's dann den Markus, der ist halt super cool und der hat irgendwie ganz viele Follower und der ist irgendwie voll berühmt. Und dann meinte meine Mutter so, okay, das ist krass und da hören euch wirklich Menschen zu. Und ich so, ja, sogar auch komischerweise erstaunlich viele und die schreiben uns auch und die finden das voll cool und wir finden das voll cool und das macht total Spaß. Und dann meinte ich auch so, ja, und das war vor der Vollsom nämlich. Und ich so, ja. Wir fahren jetzt auch zur Vollsom nach Berlin, das ist so eigentlich Europas größtes Fetisch-Event in Berlin und da machen wir eine Folge. Und mein Vater saß und meint so, boah, das ist ja mega krass. Und ich so, ja, irgendwie ist das schon mega krass. Und ja, ich glaube, also ich weiß nicht, ob die jemals reingehört haben. Ich hoffe, es wäre sehr cringe, ehrlich gesagt. Es wäre gesagt. wirklich cringe. Kannst du ja mal grüßen, ne? Ja, Grüße an meine Eltern, wenn ihr das hört. Ich hoffe, ich behalte mein Erbe noch. Kann man das so sagen, ja, ne? Jetzt erst recht. Ja, ich krieg wahrscheinlich gleich einfach nur so eine Einladung, so Notartermin. Aber da bist du echt ein Stückchen weiter als ich tatsächlich. Also bei meinen Eltern ist aber das Interesse auch wirklich einfach nicht da. Ja. Mein Papa könnte damit, glaube ich, gar nicht so wirklich gut umgehen. Aber das würde ihn einfach auch nicht interessieren, was okay ist. Meine Mama nimmt es zur Kenntnis und macht sich eher Sorgen. Also halt immer Sorgen, weil halt Mutti irgendwie gefühlt und nie loslassen können. Ja. Also sie weiß, dass ich mein Leben im Griff habe, aber bei dem Thema hat sie immer gleich Sorgen. Ja, Eltern haben aber auch gerne Sorgen. Das stimmt, das ist der Job. Ja. Aber meine Schwester geht cool damit um. Die habe ich letztes Jahr, war ich mit der das erste Mal, seitdem wir irgendwie geboren wurden, mal ein Wochenende zusammen unterwegs. Und wir waren auf einem Konzert in Berlin und na gut, das ist halt Berlin, ne? Was magst du da? Da mache ich mit meiner Schwester nicht Touri-Tour, wenn ich schon da bin. Also habe ich sie eingepackt und habe ihr meine Freunde vorgestellt in Berlin. Und wir waren einen Abend im Prinzknecht. Mussten tatsächlich mit der Inhaberin und mit dem Barchef diskutieren, dass sie mit rein darf, weil normalerweise an manchen Tagen sind keine Frauen erlaubt, was auch okay ist, aber wir durften da mit rein, wenn wir ganz nach vorne an der Tür an einem Tisch bleiben und die hatte so Spaß an dem Abend, da liefen Puppies rum mit Masken, da liefen welche in Rubber rum, ich habe ihr dann das erste Mal davon erzählt, dass ich eine offene Beziehung habe, dass ich auch Rubber trage, die wusste das alles nicht, wir haben nicht so den engsten Draht, sag ich mal, und für die war das total schön, es war ein mega schönes Wochenende, es war so ein tolles Erlebnis und die hat im Nachgang immer wieder noch gesagt, wie schön das war und mittlerweile habe ich sie auch auf Snapchat und sie kriegt auch die Snaps von mir, wenn ich halt Rubber anziehe oder sowas und dann kam beim ersten Mal so die Reaktion, boah Alter, das ist ja voll heiß, aber solche Bilder habe ich nicht für dich. Ich so, du, alles gut, da musst du jetzt halt durch. Aber das schweißt ja auf einer ganz anderen Ebene einfach zusammen, wenn man so etwas
Und ich will jetzt gar nicht Fetisch als was nur Intimes betiteln, weil Fetisch Nö. hat ja auch viel von Optik, aber wenn man halt so etwas Das ist einfach ein Teil von mir. Genau, wenn du so etwas teilst, genau, das ist ja etwas, das schweißt ja Menschen einfach noch mehr zusammen auf einer Ebene, die halt sonst... Ja. Ich hab mir dazu was aufgeschrieben, tatsächlich einen kleinen Gedanken, der dazu passt. Man lebt in 2 Leben oder 2 Welten. Fühlt sich mittlerweile so an für mich. Also wenn ich Freunden oder auch auf Arbeit davon nicht erzähle, fühlt es sich an, als würde ich einen Teil meiner selbst auslassen, was einfach mittlerweile so stark zu mir gehört. Ja. Es gibt einfach 2 Welten. Ich arbeite unter der Woche, ist es Alltag, ich bin auch zu Hause. Wenn ich Freitagabend irgendwie dann losziehe, dann klickt da ein Schalter um und dann ändert sich auch gleich das Umfeld, in dem ich mich bewege. Auch da gibt es tatsächlich sogar eine Frage zu. Inwiefern sich nämlich die Kontakte von Freunden aus dem Altbestand hin zu Freunden aus der Szene entwickelt haben und wie der Spagat geschafft werden kann, zu nicht-kinky-Freunden Kontakt zu halten. Sehr spannende Frage tatsächlich. Finde ich tatsächlich auch. Und dazu, das kam mir nämlich, als du gerade meintest, freitagsabends geht der Schalter bei dir um. Wir wissen ja von dir, du bist sehr, sehr oft in Berlin, du bist sehr gerne und auch sehr viel, würde ich jetzt mal das in Anführungsstrichen als Wertung reinwerfen, sehr viel kinky unterwegs. Absolut, das ist immer mehr geworden, ja. Kannst du überhaupt auch noch normal? Also nach diesem Jahr jetzt, muss ich gestehen, ist mir selber aufgefallen, wie doll einnehmend das geworden ist. Also im positiven Sinne, im negativen Sinne aber auch, dass es schon schwierig ist, jetzt mal ein Wochenende in Hamburg zu verbringen und zu sagen, ich gehe Samstagabend mal nur ins Kino. Ja. Das ist schon schwierig. Also man entscheidet sich schon ganz stark dann für eine Welt, ist zumindest in der Freizeit, wenn man dann den Fokus immer stärker drauf legt. Also ich habe ja Gott sei Dank den Freiraum und die Möglichkeit, mit meinem Freund das zu machen. Er kommt auch mit nach Berlin, wir gehen mal zusammen weg, wir gehen nicht zusammen weg, getrennt, blablub. Er will mal zur Family, ich fahre zum Event nach Bottrop, gehe in Dance, was auch immer. Das funktioniert total toll. Ich habe nur gemerkt, dass ich halt jetzt immer wieder Probleme habe, einfach mal ein ruhiges Wochenende zu verbringen. Ja. Ich brauche das per se auch nicht. Also ich strotz vor Energie irgendwie. Ich habe so ein richtiges Energiebündel. Ich könnte das nicht, aber ja. Von daher, ich habe halt immer Hummeln im Arsch. Und wenn ich halt mal einen Freitagabend zu Hause sitze, dann kriege ich halt irgendwie Panik. Ja. Ich stürze mich dann mal in die Arbeit. Das ist nicht gesund, aber ja. Das ist halt das Schöne an meinem Job. Ich kann halt wirklich da die Firma verlassen und habe dann halt den Kopf frei, sag ich mal. Und dann ist halt bei mir einfach Wochenende angesagt. Ne? Ja. Von daher, um noch zur Frage zurückzukommen, mein das hat man vielleicht jetzt zwischen den Zeilen sogar schon gehört, mein Umfeld hat sich tatsächlich verändert in den letzten Jahren. Einfach nur, weil ich halt eben die volle Bandbreite von meiner Persönlichkeit teilen möchte. Ja. Und das ist einfach einfacher, wenn man Leute aus der Szene kennenlernt. Und um Gottes Willen, da gibt es ganz tolle Menschen. Da gibt es ganz viele Menschen, die nicht nur auf Sex aus sind, sondern da gibt es auch ganz viele Menschen, die ich mittlerweile zu meinen besten Freunden zähle. Ja. Und die Freunde aus dem Altbestand, die zwar auch mit Fetisch klarkamen, also mit denen hatte ich auch viele Jahre immer wieder aktiv drüber geredet, du hast mit denen aber halt diese Erlebnisse nicht mehr, die dich dann wiederum freundschaftlich zusammenschweißen. Also wenn ich jetzt mit Leuten in Berlin um die Gegend ziehe und tolle Nächte habe oder feiern gehe oder auch so mal mit denen essen gehe in Berlin, was auch immer, du hast ja die volle Bandbreite in der Freundschaft, die du mit denen verbringst. Und das schweißt viel mehr zusammen als die Freunde aus dem, ich sag mal, Altbestand, die du halt mal in der Woche einmal noch auf einen Kaffee triffst. Ja. Die brauchst du auch noch. Finde ich, ist auch wichtig, aber es ist tatsächlich einfach weniger geworden. Aber die gemeinsamen Erlebnisse machen es natürlich aus. Ja. Und du hast es gerade so schön gesagt, es ist guck mal, jetzt kann ich dich gerade gar nicht zitieren, jetzt müsst ihr in die Aufzeichnung reinhören, aber mit den freundschaftlich etwas unternehmen und es muss nicht immer Sex sein. Unbedingt. So, das ist mir tatsächlich aufgefallen, weil das ist ja auch ein Vorurteil. Fetisch bedeutet immer gleich Sex. Und Thema, das hatten wir vorhin auch in der Frage, Fetisch bedeutet immer gleich pervers. Also diese Analogien, diese Ketten. Das schwingt ja immer mit irgendwie. Genau, schwingt mit und ich kann verstehen, wo das herkommt. Ja. Keine Frage. Aber das ist mir, also mir gab es diesen Aha-Moment wirklich auf der Vollsommer, wo wir zusammen waren. Guck mal, du ziehst dich aus, wird warm. Ja, okay, warte, dann mache ich aber auch einmal kurz. Wir machen das abwechselnd. Achso, du hast recht, weil ich muss das Mikro weglegen. Okay, dann rede ich erstmal weiter, dann ziehe ich mich gleich aus, wird langsam auch mich warm. Die Heizung von hier oben ballert aber auch ganz schön aus der Decke. Genau, mein Aha-Moment, da wollte ich gerade drauf hinaus, war wirklich die Vollsommer, wo wir zusammen waren. Für mich war, oder ist Fetisch natürlich auch immer etwas Sexuelles, weil ich finde es irgendwie geil. Ja, aber, und das ist auch etwas, wo ich mit meinem Freund ganz, ganz lange drüber gesprochen habe, für den, der einfach gar nicht in dieser Fetischwelt ist, ist es sofort, ja, du ziehst Gummi an und willst ja nur mit anderen Leuten dann ficken. Ganz blöde Analogie, aber genauso ist es plakativ zusammengefasst. Und auf der Vollsommer ist mir tatsächlich bewusst geworden, dass es eigentlich genau dazwischen eine viel, viel
geilere Ebene gibt, nämlich in Fetisch sich frei einfach wohlzufühlen, so wie man ist und diese Selbstakzeptanz zu haben und von anderen akzeptiert zu werden und eigentlich auch ganz viele Komplimente zu bekommen mit, boah, das sieht aber cool aus, boah, das ist ja ein geiles Outfit, wo hast du das her? Also auf so einer Ebene unterwegs zu sein und nicht, da läuft keiner, in Anführungsstrichen, ja, ich weiß, auch da kommen jetzt wahrscheinlich viele Kommentare, da läuft jetzt keiner irgendwie dauerhaft mit einem Ständer rum und sagt ficken, ficken, ficken. Weil aber es tut zumindest keiner dort. Genau, also es ist eine andere Ebene nochmal und das finde ich einfach... Es gibt eine ganz große Socializing-Ebene und das finde ich so toll. Auch ganz jetzt mit diesen ganzen kleinen Socializing-Events, wo auch wir im Endeffekt herkommen, sei es jetzt Schwarz und Eng hier in Hamburg oder so. Grüße! Genau, Grüße an dieser Stelle raus. Nochmal hier kleiner Werbeblock. Auch das ist erstmal ein Community-Treffpunkt. Ja. Und wenn daraus noch Sex entsteht, dann jeder feel free, ne? Genau, dann aber so wie halt es jeder möchte. Genau, es ist kein Zwang da und es ist nicht dieses Fetisch gleich Sex. Ja. Und das finde ich eigentlich so schön. Ich finde auch einen ganz netten Vergleich ist, gerade die Fetischklamotten, andere ziehen sich extrem gerne Schnieke zur Arbeit an. Ich habe einen Kollegen, der sieht jeden Tag aus wie geleckt in seinen sauteuren Anzügen. Ja. So, der findet es bestimmt in einer gewissen Form, also auch attraktiv geil, sonst würde es nicht anziehen. Aber das ist seine Welt. Ja, genau. Ja. Und meine Welt ist halt wiederum dann Fetischklamotten. Und ob ich jetzt dann an dem Abend damit Sex habe oder nicht, ist erstmal egal. Aber ich fühle mich wohl, wenn ich in Berlin durchs KitKat oder durchs Berghain im Fullsuit laufe. Und da wird im Zweifel auch mal nichts laufen dann dort im Club. Aber ne, dann kommen halt trotzdem wieder unzählige Kommentare, wie toll das aussieht. Das erlebe ich so oft mittlerweile. Ja. Und das muss man halt immer wieder hochhalten, diese Fahnen, dass es halt nicht nur sexuell ist. Und das ist ganz, ganz wichtig. Es ist auch etwas, wo in Anführungsstrichen alle, also auch ihr draußen, wo jeder in der Community irgendwie dran mitarbeiten darf, kann, sollte, müsste. Ich formuliere das mal so. Fetisch, und das war ja auch eingangs irgendwie in der Frage, die hier zur Folge kam, Fetisch salonfähig machen. Dass wir das ja auch schon gut vorleben, wobei ich auch da sage, du wahrscheinlich 1000-mal mehr als ich und 1000-mal besser als ich. Aber einfach dieses mit starker Brust rausgehen und sagen, ja, ich ziehe mich jetzt einfach so an, wie ich möchte. Ja. Und auch gar nicht mehr so direkt auf Fetisch. Ich kleide mich so, wie ich mich wohlfühle. Solange ich da nicht nackig rumrenne mit Ständer. Genau. Aber wo ich ziehe mich so an, wie ich möchte. Ich bin am Freitag, ich fahre ja freitags eigentlich immer direkt vom Büro aus nach Berlin rüber, um Zeit zu sparen. Habe immer meinen Koffer dabei. Die Kollegen lachen schon immer, wenn ich mit dem Koffer Freitagmorgens in die Firma reinkomme. Na, geht's wieder nach Berlin. Ja. Und ich ziehe mich dann halt auch in der Firma um, weil ich fahre sicherlich nicht mit meinen Chino-Pants nach Berlin rüber. Ja. So, also anfangs war ich da immer etwas vorsichtig und habe das eigentlich auch eher mich nicht getraut. Mittlerweile scheiße ich mir da auch nichts mehr. Also ich bin Freitag tatsächlich aufs Klo, habe mir meine rote glänzende Chile-Hose angezogen. Wirklich? Ja. Und für alle, die jetzt zugucken, dieses schöne armfreie Tanktop hier und bin so durch die Firma gestiefelt und bin dann irgendwann halt gegangen. Der Blick von Alex gerade. Krass. Es ist eine scheiß Jogginghose, die rot ist. Ja, aber die sollen sich mal nicht so anstellen. Das könnte ich nicht. Ja, wieso denn? Es ist eine scheiß Jogginghose, Alex. Ich habe irgendeine Blockade im Kopf, die sagt, geht nicht. Das ist eine Jogginghose. Damit rennen 1000 Leute auf der Straße rum. Ich weiß. Außerdem ich würde damit jetzt nicht den ganzen Tag auf Arbeit rumlaufen, weil ich weiß, wo meine Grenzen sind und das hat in der Bank nichts zu suchen, aber es war 5 Minuten vor Feierabend und ich bin nur noch auf meinen Platz zurückgegangen. Ja, mich haben Kollegen gesehen, die gucken mich an, einmal von oben nach unten, okay, gut, ciao. Ja, du hast recht. Und dann kommt halt öfters mal die Frage, na, gehst du noch zum Sport? Ich so, nee, ich laufe in der Freizeit immer so rum. Ja. Das ist meine Antwort. Und dann gucken sie mich immer an und ich so, ja, ich hasse normale Klamotten. Ja. Ich liebe Jogginghosen und ich hasse Anzüge. Und da mache ich auch überhaupt gar keinen Hehl draus. Ja, und Respekt, seitdem ich das ein paar Mal den Leuten gesagt habe, da guckt keiner mehr schräg. Die gucken einmal so an, okay, ja gut, alles klar, Wochenende, sportlich, tschüss. Ja, okay, ich nehme ein bisschen von deiner Einstellung mit. Ich glaube, das ist gerade auch nochmal ganz gut für mich. Dieses Licht flackert schon wieder. Ist Therapie, das kostet übrigens 120 € pro Stunde. Okay, ja, nee, dafür zahle ich nicht. Die haben jetzt dann auch schon wieder fast voll die Stunde hier. Ja, ich merke auch gerade, die Zeit rennt schon. Müssen wir eben noch die letzte Frage auch noch klären tatsächlich, bevor das Licht jetzt hier noch mehr flackert. Wie denn der explizite Umgang mit dem Thema ist unter Hetero-Freunden. Ob man da einen persönlichen Umgang pflegt und ob man da viel aus der Szene erzählt und ob man das Kinky-Insta-Programm, Kinky-Insta vielleicht zeigt. Genau, ob das eher ein Tabuthema ist bei den Freunden oder ob die interessiert sind. Kann ich sehr plump, sehr schnell beantworten. Ich habe keine Hetero-Freunde. Echt nicht? Nö, noch nie. Ich habe von Anfang an mit 16, wo ich mich geoutet habe, habe ich mich nur in der schwulen Welt bewegt. Also
ich würde jetzt meine Arbeitskolleginnen, mit denen ich ab und zu mal privat rede, als Ja. Hetero-Freunde bezeichnen, aber mit denen mache ich halt privat nicht viel. Ja. Wenn ich jetzt wirklich ganz klassisch meine Freunde benenne, mit denen ich in der Freizeit viel Zeit verbringe, dann sind das alles schwule, kinky Leute. Okay, krass. Hat sich komplett dahin gewandelt. Von daher ist die Frage für mich relativ schwierig zu beantworten, da ich mein Umfeld so gestaltet habe mittlerweile, wie ich mich wohlfühle und die mir gut tun. Nee, ich habe tatsächlich auch Hetero-Freunde. Komisch. Und den habe ich zum Beispiel auch von diesem Podcast erzählt und so. Und die wissen natürlich auch dann von Rubber und so. Da ist das aber irgendwie alles voll cool, aber ich glaube auch da wieder Thema Einstellung. Das sind Menschen, die zu mir passen oder ich passe zu denen. Und die mögen dich im Zweifel ja auch. Dann akzeptiert man Sachen auch leichter. Da ist das halt im Endeffekt egal, was ich sonst so mache, weil das passt ja menschlich trotzdem. Ne? Also ist wieder eine Frage der Einstellung irgendwie. Das sind halt die wahrscheinlich nicht im Detail nachfragen werden, aber es ist erstmal nicht schlimm. Nee, und ich finde ganz, ganz wichtig, also egal welche Freundschaft, so ein Thema gehört auch in die Freundschaft. Absolut, das ist ein Teil von dir, wie ich vorhin schon sagte. Genau. Warum sollst du einen Teil von dir aussparen? Genau, weil sonst ist es keine Freundschaft, wenn man ein Thema irgendwie wegspart. Du musst jetzt nicht von jeder sexuellen Aktion, glaube ich, erzählen, aber einfach zu sagen, ich habe da einen Podcast, ich bin Freitagabend mal in Hamburg auf diese Schwarz und Eng, gehe da was trinken, was Spaß macht, blablabla. Das kann man doch erzählen. Das gehört eigentlich dazu. Die erzählen ja auch davon, dass sie letzte Woche irgendwo saufen waren. Richtig, Ob da jetzt noch der Fakt dazu kommt, dass du Rubber anhattest dabei. Blöd gesagt, auch tatsächlich hier bei uns in der Firma, also auch da kann ich immer wieder nur sagen, wir sind ein Betrieb mit irgendwie über 50 Leuten, nur Männer im Team, also auch da sehr viele auch, ich sag mal, klischeehafte Hetero-Kollegen. Ich hoffe, mich hört keiner aus dieser Firma diese Folge an. Sieht man auf jeden Fall auf Klon, auf Küche, dass ein Männerhaushalt ist hier. Ja, ist so. Ne? Auf den Ikea-Gläsern klebte vorhin unten noch das Preisschild drauf und du fragtest mich, war das jemals in Benutzung? Und ich so, nimm mal lieber ein anderes Glas. Wir sind halt so eine typische Männerbude hier und das ist völlig okay. Und auch da, wir haben dann hier natürlich, wir haben ein großes Lager und da laufen halt viele Leute rum und auch da sind dann so Gespräche so, boah, geil, mit der Alten habe ich letztes Wochenende was gehabt. Und dann zeigt man sich Bilder. Also dieses typische, wo ich so denke, so okay, ganz komisch. Dieses Trophäen-Ding fast schon so ein bisschen. Aber ich gehe dann tatsächlich auch in diese Gespräche rein. Und letztens ging es irgendwie darum, dass einer völlig, also der ist gerade Single und möchte unbedingt jetzt mal wieder quasi einen einlochen. Und ich stand in diesem Gespräch dabei und ich stand einfach in dieser Runde und war so, also ich stehe ja total drauf, hart ins Maul gefickt zu werden. Es war einfach Du hast Stille das gesagt. Hab ich gesagt. Und es war einfach Stille im Raum. Ich sterbe. Und ein Kollege guckte mich an und meinte so, ja, aber wie ist denn das dann? Wie ist denn dein Würgereflex? Bei meiner Freundin ist das wirklich schwierig. Und dann habe ich aus dem Nähkästchen geplaudert. Und irgendwann war es einfach so, dass so 6 Typen, diese hetero-Klischee-Männer um mich herum standen. Die dann doch neugierig waren plötzlich. Und mich fragten, wie man den Wirkreflex abtrainieren kann und wenn man den Kopf über die Bettkante legt, ob das jetzt gut oder schlecht ist. So, ich sag mal so, das war ein Gesprächsthema bei uns in der Firma. Jetzt mal in Anführungsstrichen nicht fetisch, aber ja, aber trotzdem. Also es war einfach wieder so, wo ich dachte so, ja, warum soll ich jetzt, also wenn die davon erzählen, wen die am Wochenende aufreißen, dann erzähle ich das doch bitte auch. Unbedingt. Und am Ende die feiern das hier. Jeder macht Sex. Warum soll man nicht drüber reden? Es haben so viele den Stock im Arsch bei dem Thema. Ja. Mein Was Gott. tendenziell auch gut sein kann. Also, Ein großer Stock. Ja, okay. Der kam flach, sorry. Ja, der kam sehr flach. Füße hoch, einmal hier bitte kurz. Ja. Naja. Aber genau, ja, solche Sachen finde ich auch, die bilden einfach diese Persönlichkeit aus. Und so bin ich einfach. Ich gehe halt irgendwo hin, hau einen Spruch raus und gehe meistens weiter und weiß, geil, die reden jetzt noch 10 Minuten über meinen Spruch, den ich einfach am Vorbeigehen gemacht habe, aber das feiere ich dann. Ja. Naja, aber wenn sie damit umgehen können, dann also können sie anscheinend. Ich glaube, wir haben am Ende, ich glaube, man kommt nicht drum herum, dass man sich, wenn man sich im Leben wohlfühlen möchte in diesem Kinky-Umfeld, dass man sich sein Umfeld auch ein bisschen danach umbaut. Das ist leider so, weil einfach trotzdem nicht jeder damit klarkommt, das ist auch okay. Oder du nicht mit jedem da so offen drüber reden kannst, das haben viele kein Interesse dran, wollen das aussparen, blablub. Ich meine, sind wir mal ehrlich, im Laufe der Jahre ändert sich bei jedem das Umfeld mit der Zeit. Du hast nicht die Freunde, die du als Sandkasten oder Schulkind hattest, noch mal ja, aber im späteren Alter. Bei mir hat sich das dramatisch verändert in den letzten 10 Jahren. Die ich jetzt meine besten Freunde nenne, mit denen habe ich in den letzten 2 Jahren intensiver Kontakt. So,
die ich von seit 10 Jahren kenne, da gibt es noch wirklich ein paar wenige, mit denen ich noch guten Kontakt habe. Die sehe ich halt mal alle paar Wochen oder Monate auf dem Kaffee. Ja. Das ist aber auch schön und wichtig. Ja. Da tauscht man sich dann mal über Berufliches aus und so weiter. Das muss ja auch mal sein. Es gibt ja nicht nur Fetisch im Leben. Total. Den erzähle ich aber auch mal grob, was so generell im Leben bei mir noch abgeht. Das ist aber auch schön dann. Aber die muss ich halt nicht jedes Wochenende sehen, weil mein Wochenende, meine Freizeit besteht halt nun mal aus Fetisch. Ja. Punkt. So, und dafür habe ich halt dann das Umfeld, was sich bei mir halt jetzt verändert hat. Und im Zweifel, wenn ich in 10 Jahren mal keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß habe, dann ändert sich das Umfeld wahrscheinlich wieder irgendwann. Das gehört dazu. So, und von daher finde ich das nicht schlimm, aber man muss auch nicht Freunde in Altbestand aufteilen und in Hetero-Freunde und in Kinky-Freunde, sondern am Ende zählt es halt, dass man da Menschen um sich hat, mit denen man sich wohlfühlt, wo man halt einfach offen sein kann, und ob die dann hetero, kinky oder Altbestand sind, ich denke, I don't care. Ja. So, und genau die habe ich mir ausgesucht. Deswegen Message nach draußen. Fühlt euch wohl. Fühlt euch so wohl, wie ihr seid. Sucht euch die Freunde aus, die euch genauso nehmen, wie ihr seid. Da können wir fast schon Amen sagen, ne? Jetzt haben wir eine Stunde geredet. Wollte ich gerade sagen, das war Das ist doch der beste Abschluss. Ja. Ich glaube, wir haben auch alle Themen erwischt. Ja, wir haben das, also dafür, dass wir keinen roten Faden haben oder hatten, haben wir uns ein paar Dinge aufgeschrieben. Wir fragen mal kurz in die Regie, hatten wir einen roten Faden? Kommt dann Daumen nach oben? Oh, ja, perfekt. So. Es lag auch da, dass wir wahrscheinlich nur ein Glas Sekt getrunken haben. Aber es ist okay. Wie immer gilt natürlich, schickt uns gerne auch eure Themen einfach rein. Also auch da gerne als Reaktion auf diese Folge vielleicht. Wie geht ihr mit dem Thema Fetisch im Alltag um, in Real Life? Wurdet ihr schon mal irgendwie enttarnt? Habt ihr auch irgendwelche unangenehmen Instagram-Momente gehabt, wo euch Menschen folgten, die euch vielleicht nicht folgen sollten? Habt ihr mit dem falschen Profil Dinge geliked oder so? Schreibt es uns gerne einfach mal in die Kommentare als Antwort auf die Podcast-Folge auf den Plattformen oder auch natürlich auf Instagram. TikTok sind wir auch unterwegs. Wir sind überall und nirgendwo. Also schreibt uns sehr, sehr gerne, weil das interessiert mich auch ein bisschen und ich glaube auch da der Community-Gedanke einfach so vom Austausch der anderen Leben, ne? Am besten vielleicht tatsächlich auf Instagram oder so in die Kommentare, weil dann sehen andere das auch direkt so ein bisschen. Weil wir kriegen ja viele Zuschriften, aber wir können auch nicht immer alles wiederum in den Folgen verwursten. Ja. So, also von daher am besten irgendwo kommentieren, wo es andere auch wiederum sehen können, wenn ihr da was zum Beitragen habt. Wenn es privat sein soll, natürlich gerne auch privat. Ja. Aber ansonsten, genau, das, was wir wirklich toll finden oder interessant, das picken wir raus, und auch so wie hier jetzt die 3 Fragen heute, passten perfekt einfach, davon haben wir noch jede Menge mehr. Auf jeden Fall. Schickt uns da gerne weiterhin Fragen zu. Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Wir sind schon wieder am Ende angekommen. Einer, finde ich, sehr schönen Folge. 55 Minuten, ne? Ja, mal gucken, was ich da noch hinterher rausschneide. Aber ich glaube, das lief als One-Take durch. Ne? Wir sind leider auch so gut. Also, das auch da, vielleicht da nochmal kurz eingeschoben. Man muss dazu sagen, wir sind ein sehr ehrlicher Podcast. Wir haben bis jetzt, glaube ich, 2 Schnitte. Ein oder 2 Schnitte erst, ja. Und den einen haben wir auch wirklich offensichtlich kommentiert. Das war auf der Folsom. Weil der so furchtbar war. Da mussten wir einmal schneiden. Aber ansonsten, wir sind das bei uns mal One-Takes. Vielleicht noch einen Hinweis für alle, die immer auf neue Folgen warten. Ich habe es jetzt im Umfeld wahrgenommen, dass da ein gewisser Druck entstanden ist oder auch eine gewisse Bringschuld. Ja. Wir sind beruflich sehr eingebunden, ne? Ja, sehr. Und da wir uns zu dritt immer unter einen Hut bringen müssen hier, geht das terminlich nicht immer alles so toll. Von daher kann das auch mal 4 Wochen sein, dass keine neue Folge kommt. Aber ihr könnt euch sicher sein, dass neue Folgen kommen. Genau, also wir werden weiterhin dranbleiben. Ja, so. Auf jeden Fall, weil wir einfach viel zu viel Spaß dran haben. Ja, es macht wirklich Spaß. Und wir haben noch so viel zu reden. Wir haben so viele Themen auf der Liste. Das Dokument, wir scrollten vorhin einmal kurz durch, wird immer länger mit potenziellen Folgen. Und auch da vielen Dank an alle Themen, die von euch draußen kommen. Und in diesem Sinne, ja. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Wir hören uns. Bye, bye.